hat geheißen, ja, wir versuchen es wieder OP, ohne OP. Ich so, ja bitte, habe es ein halbes Jahr wieder ohne OP versucht, aber mein Fuß kam nie wirklich mehr über die 70% von vorhin zurück. Also halt kam nie wieder komplett schmerzfrei zurück, auf schmerzfrei zurück. Und dann habe ich mich entschlossen, im März wieder zu operieren. Jetzt im März? Im März habe ich meinen Fuß wieder operiert, war wieder OP Nummer 3 beim rechten Fuß. Und ja, ich wusste jetzt auch mittlerweile leider durch die Erfahrung, dass wenn der Arzt sagt, okay, es dauert 5 bis 6 Monate, dass ich im Nachhinein lieber oder schon vom Mentalen her schon lieber einen Monat mehr einrechne, wie so schnell wie möglich zurückkomme und dann immer wieder hier nochmal einen Monat anhängen, wieder einen Monat anhängen, wieder einen Monat anhängen. Also habe ich es auch ein bisschen entspannter genommen, aber nicht so extrem und jetzt spiele ich seit Oktober spiele ich wieder. Seit Oktober spielst du wieder Turniere oder Ende Tennis? Oktober. Ich habe davor schon ein bisschen mit Training begonnen, aber Turniere ich glaube, Tennistraining habe ich im August begonnen. Sick. August. Das ist komplett krank. Und erste Turniere habe ich jetzt Ende Oktober gespielt. Krass. Das ist komplett krass. Und jetzt ist Ende November. Nee, das war Anfangs Oktober habe ich die ersten Turniere gespielt und jetzt ist Ende November. Oder Mitte Oktober waren es, glaube ich, sogar. Krass. Sowas. Krass. Wahnsinn. Also es waren die 4 größeren Verletzungen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, wenn man es zusammenrechnet, sind wir bei wie vielen Jahren? 4 Jahren? 5 Jahren? Ja, 4, sicher über 4. 4,5, 5. Sind bei fast 5 Jahren. Du bist 28, wenn man die rausrechnet. Bei 23. Ich bin noch jung. Also eigentlich bist du da. Wahnsinn. Krass. Ja. Krass. Du, es ist wie es ist. Ich habe vieles gelernt. Ja, das wäre meine nächste Frage. Was sind so die Learnings draus? Beziehungsweise, ich hatte auch eine größere Verletzung, muss ich sagen, das Kreuzband gerissen, wo dann operiert wurde. Und ich weiß noch, als es bei mir passiert ist, ist es da in der Nähe von Stuttgart passiert, bin ich von Claycourt auf Hardcourt gekommen, auf Claycourt Outdoor, Hardcourt Indoor und bin auf die glorreiche Idee gekommen, dass man auf Hardcourt rutschen kann. Und slide so in den Ball, bleibt ein bisschen stecken und das Knie geht so nach innen und ich habe mir da nichts gedacht. Da habe ich gedacht, ist noch ein bisschen dick geworden, ich wollte eigentlich schon weiter trainieren und dann, ja, ein paar Wochen später mit MRT und so weiter war dann klar, es muss operiert werden, weil das Kreuzband gerissen ist oder ich mir das eigentlich so mit dem Unterschenkel abgeschnitten habe, das Kreuzband. Und da haben sie mir gesagt, sie können definitiv mit dem Kreuzband überleben, das ist gar kein Problem, aber professionell Tennis spielen, das sollten sie vielleicht noch mit dem Kreuzband tun. Deswegen wurde ich dann operiert und ich kann mich noch genau daran erinnern, als diese Nachricht kam, Alter, also ich muss sagen, ich bin echt einer, der jetzt nicht oft weint, aber ich war da und boah, Alter, ich kann mich noch daran erinnern, ich saß an der Treppe hoch zu unserem Haus, also wir hatten früher ein Haus und saß an der Treppe und komme so vom Arzt heim und der hat mir halt so, du kennst ja typische Ärzte, die sagen dir halt so, ja, sie haben Kreuzbandriss, sie müssen operiert werden, passt nächste Woche Termin. Ja, der sagt es dir wie, als wenn er gerade, keine Ahnung, den Einkaufszettel durchliest. Ein bisschen, und ja. da war ich dann komplett weg. Also ich glaube, ich war wirklich OP und dann ein paar Wochen nach der OP, ich glaube 3, 4 Monate war ich komplett raus. Also wirklich mental war ich so weg von der Welt, das glaubst du gar nicht. Okay. Und jetzt kann ich mir vorstellen, wenn das nur annähernd so war bei dir. Jein. Nicht? Okay. Doch, halt bei der ersten Verletzung, da habe ich halt null ausgekannt. Also ich wusste nicht genau, was auf mich zukommt. Und ich wollte es einfach nur hinter mir haben, dass ich dann wieder mit der Reha beginnen kann, dass ich da wieder Ziele haben kann. Ja. Und klar war es dann auch tough mit den vielen viele Rückschläge, die ich da gehabt habe. Oder die ich da hatte. Und ja, und dann beim zweiten Mal, Handgelenk, war ich einfach nur happy, dass ich da um die OP rumkam. Und dann Knie, dann erstmal dachte ich, okay, scheiße, kann nicht, sorry wieder für mein Deutsch, aber das kann nicht schon wieder sein. Das ist ja Wahnsinn. Und dann kommt dann natürlich dann die Entscheidung, okay, es muss operiert werden, okay, passt. Ich hatte einen super Arzt, unser Davis Cup Arzt, volles Vertrauen, super Typ. Und dann war mir schon mal die erste, nicht Angst, aber die erste Sorge,
okay, vor Corona, weil ich wusste, oder Anfangs März machen sie in der Schweiz vorübergehend nur noch Notfalloperation. Und dann ich so, okay, muss ich jetzt mit meinem Knie jetzt warten bis April, Mai, bis sie mich operieren oder kriegen sie mich vorher noch rein? Dann haben sie mich zum Glück vorher reingekriegt und dann war es erstmal wirklich dann das Warten auf die OP. War mühsam, die Woche, weil da geht nichts vorwärts, da denkst du immer noch, ich möchte es machen und gut ist. Und dann hast du die OP logischerweise und dann danach wieder. Denkst du, okay, ist ja blöd, wird das jetzt irgendwie wieder gut und wie soll es sein und wie lange dauert's? Und dann halt hatte ich fast mehr Probleme während meiner Reha, war ja 2 Jahre, habe ich da gekämpft, plus minus, und da hatte ich dann fast mehr Probleme wie direkt nach der OP, weil dann dachte ich ja, okay, ist das mein Zustand für immer? Kann ich da maximal eine halbe Stunde mitspielen und dann am nächsten Tag kann ich kaum noch gehen oder wie schaut das aus? Logischerweise wie alt war ich da? 25? Mit 25 25 wusste ich, das ist mein Knie jetzt aus irgendeinem Grund im Eimer oder wie schaut es da aus? Und da habe ich nicht so viel geschlafen, ein paar Monate lang, weil ich einfach dachte, okay, ich kann nichts mehr machen. Ja. Weil früher war alles selbstverständlich. Okay, ich kann einen Berg hoch sprinten, solange meine Puste haltet, wieder runter, Vollgas, kann alles machen, was ich möchte. Und auf einmal denkst du, okay, jetzt muss ich schon überlegen, wie ich morgen aus dem Bett steige, damit ich mein Knie schonen kann. Sick. Und da war das erste Mal und dann natürlich jetzt beim Fuß wieder, da war es echt auch wieder zäh. Weil dann habe ich es auch wieder versucht, davor ohne OP. Und dachte ich auch, okay, es geht nicht. Und dann, da war ich echt auch, danach war ich eine Weile nicht gut beieinander mental. Ja, verständlich. Ich meine, du bist leider kein Roboter, oder leider, Ja, Gott sei Dank kein Roboter. Ist normal. Dann kannst du ihn fragen, wieso passiert es mir schon wieder? Klar, ja. Und dann auch wieder, bis es wieder eine Weile dauert, denkst du halt immer wieder. Oder die Reha es geht nicht einfach nur so konstant hoch, sondern es kann 2, 3 Tage super sein, Rückschlag. Wieder hoch, Rückschlag. Und dann bei jedem Rückschlag denkst du wieder, okay, ist es wieder so beim Knie, dass es einfach nicht besser wird? Habe ich hier genau das Gleiche oder wie schaut es aus? Kann ich überhaupt jemals wieder Sport machen? Genau das Gleiche wieder. Ja, da kommen die Gedanken, da geht es gar nicht mehr darum, dass Ja, du Tennis und spielen dann kannst, ich habe mir auch dann versucht weiterzubilden während der Kniephase. Ja. Habe da Fitnesstrainer gemacht und dann auch irgendwann dann einen Tennistrainer habe ich gemacht. Aber dann wirklich diesmal beim Fuß war ich eigentlich kaum in der Lage, an irgendwas Großartiges zu denken. Ja. Wobei man es eigentlich auch machen sollte, sich ablenken mit produktiven Dingen. Sachen, die einem sonst weiterbringen. Ich habe logischerweise irgendwann auch gemerkt, ich muss es machen, aber trotzdem, es war viel härter wie davor. Ja, klar. Weil irgendwann ist einfach die Akzeptanz, ist dann halt irgendwann langsam ein bisschen aufgebraucht. Ja, ja. Dann fragst du dich, okay, will ich überhaupt noch Tennis spielen? Ich bin 28, irgendwann muss ich auch, habe ich vielleicht andere Ziele, irgendwann möchte ich auch mal nicht immer nur von Liga leben, sondern ich möchte auch mal, sagen wir mal, ein normales Leben haben. Ja. Das sind alles so Dinge und dann, ja. Weißt du oder kannst du so ausmachen, wer dir in dieser Zeit so ein bisschen geholfen hat? Also, keine Ahnung, bei mir war es zum Beispiel meine Eltern und mein Bruder, die mir zu der Zeit extrem geholfen haben. Vor allem meine Eltern, die waren halt, ich meine, Alter, die haben, also bei dem Kreuzbandriss musst du ja diese Schiene tragen, bewegst dich wie so ein Roboter, komplett, da geht gar nichts, einfach gar nichts mehr, selbst Klogang und so weiter. In der Nacht immer aufgestanden mit mir aufs Klo gegangen, ich meinen Fuß da irgendwie oben gehalten, so, gerade so. Duschen, Sautraum, Duschen, hast dein Knie irgendwo draußen. Ja. Du hast einen kleiner Hocker hatte ich in der Dusche. Genau, und so. genau. Du fühlst dich einfach wie wirklich, wie es wäre, also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres und bei mir waren es halt meine Eltern und mein Bruder, die mir da geholfen haben. Weißt du, wer so ein bisschen bei dir war?
Oder kannst du... Ja, Gibt es logischerweise jemanden? gibt es da, also halt, ich hatte einige Verletzungen, da waren natürlich auch bei verschiedenen Verletzungen waren noch andere Leute dabei, Ja. je nachdem, aber meine Coaches Ja? waren eigentlich immer, also jetzt am Schluss hatte ich ja hatte ich noch einen, aber davor hatte ich auch zwei, die sich beide um mich gekümmert haben und da hatte ich durch viel Support, logischerweise Familie Ja. und sonst einfach je nachdem ein, zwei Freunde, die immer wieder mal reingehört haben oder Ja. war noch witzig, auch während der Knie-OP. Hatte dann auch Valentin Günther, ist auch ein deutscher Der hat auch Tennisspieler. sehr viel mit dem Knie zu tun gehabt. Genau, Ja. der hatte auch zur gleichen Zeit, oder halt ein bisschen nach mir, hatte der eine Knie-OP. Und dann haben wir uns eigentlich regelmäßig immer wieder ein bisschen gehört, Okay. wie es vorwärts geht mit ihm. Und da hat uns irgendwie ein bisschen verbunden. Ich meine, ich kam vorhin schon sehr gut mit ihm klar. Und war irgendwie noch ein bisschen andere Verbindung mit Ja. ihm. Ja. Also Wale Günther, danke für die Telefonate und die Nachrichten. Also mir hat es geholfen Ja. während der Kniezeit. Na, das hab ich auch mitbekommen, dass das bei dir hin und wieder mal der Fall ist, dass du mit Tennisspielern und mit Freunden redest und nicht nur dieser Smalltalk, ja, was machst du und dann halt dieses Rumgeplappere, was du halt mit jedem anderen Tennisspieler da draußen führst, sondern auch so, ja, so ein bisschen so ein offenes Ohr und dann versuchst Leuten zu helfen. Ich habe das beste Beispiel, dass da einfach mal 20, 30 Minuten zugehört wird, vielleicht ein, zwei Sachen gesagt werden, die aus der eigenen Erfahrung vielleicht hilfreich sein könnten oder auch nicht. Ich meine, das kann dann jeder selber entscheiden, aber das fand ich echt, es gibt nicht viele Leute, die sowas machen. Ja gut, aber wenn man so viel verletzt war oder so viele negative Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat, dann will man vielleicht auch anderen Leuten da ein bisschen dabei helfen. Schon, ja. Weil ich meine, du weißt, wie es ist. Du hast Freunde außerhalb vom Tennis, Ja. so gut es geht halt teilweise. Klar, Und logischerweise, sie fühlen mit dir auf eine Art, aber sie wissen nicht, was es für das Leben bedeutet, also was für dein Leben bedeutet. Oder sie wissen halt nicht, wie extrem tough es überhaupt ist. Ich meine, es ist überall tough, hochzukommen, da haben wir schon drüber geredet. Aber es ist halt einfach, sie wissen, wie tough es ist im normalen Leben, in Jobs, aber halt im Sport haben viele nicht so eine Ahnung, klar. wie tough es ist. Und da merkst du zwar, sie fühlen mit dir, aber sie verstehen es nicht wirklich, was man durchmacht. Ja. Und da durch meine Erfahrung, dass ich vielen Leute, oder ich bin jetzt auch 28, habe schon jetzt nicht nur Verletzungen, auch sonst halt mentale Dinge mitgemacht, ja, lohnt sich überhaupt oder andere Freunde Klar. und da ich persönlich weiß einfach bei solchen Dingen, weiß ich, wie sich sowas anfühlt klar, jede Situation ist ein bisschen anders, Ja. aber ich habe das Gefühl, auch selbst wenn es ein bisschen anders ist, ich versuche da zu helfen, weil ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt oder wie es sich anfühlen könnte, auf eine andere Art. Ja. Und ich weiß auch selber, was ich dann ab und zu gebraucht hätte. Ja. Oder was mir vielleicht nicht gebraucht, aber geholfen hätte. Ja, es ist auch manchmal gar nicht böse oder ist auch nicht böse gemeint, dass Leute außerhalb vom Sport oder vom Tennis das nicht so mitfühlen können, wie man als Tennisspieler oder als Sportler das fühlt. Das haben wir sicher auch. Aber bestimmt ist es dann Umgekehrt genau gleich. genau. Absolut. Deswegen ist es immer ganz gut, glaube ich, wenn Tennisspieler oder Sportler untereinander, es ist halt irgendwie was anderes. Klar, du spielst gegeneinander auf dem Match oder im Match und du brauchst es auch. Du darfst nicht zu nett sein, selbst wenn du gegen einen Freund spielst. Aber es ist extrem schwer hochzukommen. Deswegen brauchst du auch Leute Klar, untereinander. Ja. Und es ist ja nicht nur, weil du hilfst, dass du nicht hochkommst, sondern du hilfst jemandem, vielleicht dich mal kurz zu überholen und dann musst du wieder Gas geben und so ziehst du dich eigentlich gegenseitig hoch. Ja. Und ist viel produktiver, wenn du einen anderen versuchst runterzudrücken und dann bleibst du selber Klar, auch ja, klar. bis mit dem gleichen Ort.
meine, wir sind immer noch soziale Wesen und wir brauchen irgendwie so das Soziale braucht man immer noch und derselben Meinung bin ich auch, weil ich meine, ich kann nur für mich persönlich reden, wenn ich Leute sehe, die zum Beispiel den ersten Punkt holen, mal Finale spielen, das erreichen, dies erreichen. Ich sag's dir, bei manchen mache ich es, bei anderen weniger, weil ich mir denke, okay, keine Ahnung, vielleicht will er es gar nicht. Ich schreibe den geiler Sieg oder geil das, dies, das. Einfach weil ich weiß, wie viel diese Person da rein investiert hat und wie viel das für diese Person bedeutet. Und wenn es für mich so wäre und ich würde so eine Nachricht bekommen, wäre es für mich auch so, boah krass, den interessiert das, was ich mache. Und ja, vielleicht dass man nicht immer dieses Negative und dann jedes, ja, er hat schon wieder verloren, geil, sondern eher umgekehrt. So. Das und auch viele Leute schreiben, wenn man gewinnt. Wenige Leute schreiben, wenn man verliert. Stimmt auch wieder. Das ist auch, darf man nicht unterschätzen, ist auch sehr, sehr viel wert. Ab und zu einfach mal, hey, Heads up, nächste Woche neue Chance, auf geht's. Oder halt einmal kurz ein Telefon, hey, wie war's? Was kannst du eventuell noch verbessern? Was möchtest du oder was kannst du nächste Woche besser machen? Einfach so ein bisschen Support. Weil klar, ich meine, ab und zu weiß auch nicht genau, was schreiben. Deinen Freunden, falls sie irgendwie verlieren und du hast es im Live-Score gesehen und sie haben einige Dinge falsch gemacht, haben einfach Chancen nicht genutzt und das und sind frustriert und so. Ab und zu weiß er nicht wirklich was schreiben. Aber trotzdem darf man das nicht vergessen. Viele Leute schreiben, wenn es einem gut geht, wenn man gewinnt und dann, wenn man verliert, hört man relativ wenig. Was auch okay ist, ist ganz normal. Aber halt einfach, ja, dass man beides ist angenehm oder wichtig. Ja, teilweise braucht man sogar eher, wenn man verliert. Ja. Ich meine, es sind zwei Textnachrichten oder 2 Minuten Telefonat reichen schon aus. Ich meine, Absolut. die Zeit hat, glaube ich, jeder. Ja, da hast du absolut recht. Also von der Ansichtsweise habe ich es noch nicht so wirklich gesehen. Ja. Aber du hast ja schon gesagt, so ein bisschen aus den Verletzungen raus hast du geschaut, wie du das Ganze finanzieren kannst, weil ich meine, das ist immer noch eine Sportart oder etwas, was kostenaufwendig ist. Deine Überlegung war dann Coaching, oder? Ja, halt naheliegend, weil ich bin so im Tennis, also halt mein Leben war Tennis und auch zurzeit ist Tennis. Ja. Und ich liebe Tennis und deswegen war für mich eigentlich klar, ich versuche jetzt auch meine Erfahrungen. Jetzt habe ich da schon versucht weiterzubringen. Ja. Und dann auch logischerweise konstantes Geld, das reinkommt, was auch nicht normal ist für Tennisspieler auf unserem Level. Da ist jede Auf Woche der was anderes. Future Tour, genau. Entweder machst du so viel Minus oder du machst nur so viel Minus. Bei uns ist es so. Ja. Und war cool. Und habe auch gemerkt dann irgendwann, okay, ist einfach noch zu früh. Ja. Insgesamt, weil ich, wie gesagt, das mache ich mir überlegen, okay, mit dem Knie wird es heute jemals wieder gut, dann wird es wieder besser. Und dann habe ich einfach insgesamt gemerkt, okay, ich möchte es nochmal versuchen, ich bin ready. Ich bin motiviert. Ich war Verbandstrainer. Und dann war ich teilweise motivierter wie meine Schüler und die hatten eigentlich auch Ambitionen, um da irgendwas zu erreichen. Ob es jetzt College ist oder weiß nicht was, das spielt keine Rolle. Aber ich war echt motivierter. Selbst mit dem kaputten Knie war ich da teilweise motivierter und habe da teilweise echt Vollgas. Da hatte ich 6 Stunden am Tag oder 7 Stunden war ich da am Platz, am Stunden geben. War morgens von 8 bis 10. Dann habe ich von 10 bis 12 hatte ich ein kleines Fenster und da war ich dann im Pool am Übungen machen. Alleine und dann war ich noch im Kraftraum und dann war ich wieder direkt auf dem Platz und halt dann habe ich wirklich gemerkt, okay, meine Motivation ist noch voll da und ich möchte es auch mal versuchen. Hat finanziell logischerweise auch wieder gepasst oder halt hat gepasst. Hatte dann die Möglichkeit nochmal was zu starten und ja. Bereue es auch überhaupt nicht. Obwohl es jetzt wieder in der Verletzung geendet hat oder halt ist es noch nicht fertig, hat nicht geendet, aber halt, obwohl es wieder zur nächsten Verletzung geführt hat. Was trotzdem alleine schon wieder die Zeit oder die paar Monate, die ich spielen konnte, war schon wieder viele gute Zeiten dabei.
Als du dann Coach warst, Ja. mir wurde mal gesagt, als ich eine Ausbildung gemacht habe zum staatlich geprüften Tennislehrer in Deutschland, wurde mir gesagt, wenn Sie anfangen, Tennistrainer zu werden, werden Sie das Tennis von ganz anderer Perspektive sehen und Sie werden ganz andere Sachen sehen, wie als Tennisspieler. Gab es das bei dir, oder? Jein. Du siehst es von außen viel besser. Was ich halt ein bisschen, also gut, klar, das sagen wahrscheinlich auch viele Leute und es gibt auch sehr viele gute Coaches auf der Tour, aber ich hatte echt Glück mit meinen Coaches und da habe ich schon sehr viel gelernt und wir haben ja auch da schon nicht nur auf dem Platz gearbeitet, sondern auch neben dem Platz und halt andere Blickwinkel und so, aber vor allem merkst du echt, oder du erkennst dich vor allem in deinen Spielern wieder, denkst, okay, ich war früher genau gleich. Und jetzt ist so offensichtlich, was er jetzt verbessern muss und so. Und ich habe so gekämpft, dass ich das irgendwie dann verbessern konnte. Und ja, es war nicht unbedingt andere Sachen oder andere Dinge, aber es ist teilweise viel klarer. War bei mir definitiv so. Ja, als ich angefangen habe, habe ich mir auch gedacht, boah, was redet der eigentlich? Und dann habe ich so gesehen und denke so, ja, das ist doch so einfach, von außen sieht man das, das ist so einfach. Aber dann, wenn du selber auf dem Platz bist, denkst du, ja, was redet denn der von draußen? Das sieht man noch gar nicht. Ja? Deswegen, das war so ein bisschen, ja, bei mir so dieses Learning, dass ich auch so Sachen gesehen habe, die man eigentlich nicht sieht von innerhalb und halt, ja, ich finde das Coaching ganz cool, weil, wie du gesagt hast, man erkennt sich selber in so vielen, oder seine Schüler so oft in manchen Situationen, wo man weiß, okay, ja, da war ich aber auch schon. Also der soll mir gar nicht drüber reden, dass irgendwas tough ist oder dass die Vorhand nicht funktioniert oder die Rückhand nicht funktioniert oder den Aufschlag nicht rein ist. So wie, du Kollege, das hatte ich auch schon sehr oft. Deswegen, ja. Gehen wir nochmal zurück zu Verletzungen. Okay. Ich weiß, es ist jetzt Nee, alles nicht, gut, nicht alles so. gut. Du, es ist ein Teil von mir mittlerweile. Was soll ich machen? Ja, es ist kein schönes Thema, aber leider ist es einfach sehr oft der Fall, dass es nicht nur bei dir, ich kenne keinen Spieler, der nicht eine größere Verletzung hatte. Also wenige. Vielleicht die Jungen, ja, aber sobald ein Spieler so über 25, so an die 30er rangeht, kenn ich selten welche, die keine größeren Verletzungen hatten. Viele hatten ja auch Career-Ending-Verletzungen. Wie schaut, weil es gibt immer so, eigentlich so drei Bereiche, finde ich. Einmal gibt es das Technische, Taktische, so was auf dem Platz passiert, wie ein Spieler spielt und so weiter. Dann gibt es das Mentale, also wie du im Kopf drauf bist, ob du dafür was tust auch. Es gibt Leute, die sind einfach, es ist böse, nicht böse gemeint, aber die sind einfach ein bisschen dümmer, denken nicht so viel nach und dann funktioniert es vielleicht ein bisschen einfacher. Was auch ein Vorteil sein kann. Genau. Und dann gibt es halt noch das Konditionelle, also die Fitness, ob jetzt Ausdauer, Schnelligkeit, Koordination, alles, Kraft, was du da alles mit reinnehmen willst. Das sind so, finde ich, weiß nicht, ob du da zustimmst, aber das sind so die drei Bereiche, in denen ein Spieler sich entwickeln muss und in allen drei Bereichen sehr, sehr gut sein muss, um sehr, sehr gut zu werden. Wie sah es bei dir vielleicht im letzten Bereich, den ich jetzt erwähnt habe, im Fitnessbereich aus? Hast du da viel investiert, wenig? Oder wenn Zu viel. Zu viel? Okay. Ja. Bei mir war es so, ich war physisch immer ganz gut und meine Probleme auch bei der Juniorenzeit war ich immer mental. Okay. Und dann irgendwann, es war schon vor der ersten großen Verletzung, aber auch vor allem dann auch danach. Logischerweise hatte ich das Gefühl, ich muss mich extrem aufbauen, dass es nicht wieder passiert und so weiter. Aber ich habe so viel darüber gesprochen mit einem Coach, dass mental da noch am meisten Potenzial ist. Aber irgendwie konnte ich nie wirklich in den Schmerz reingehen oder nicht wirklich in das Thema reingehen, weil ich wusste, dass es sehr unangenehm wird. Weil das ist ja nicht nur, okay, was denke ich bei so und so, sondern da hast du auch Dinge, okay, wie bist du als Person, was musst du ändern? Was ist da
von der Familie noch in dir drin was raus oder geändert werden muss, was auch immer. Ist ja nicht nur auf dem Platz, sondern ist auch Persönlichkeitsentwicklung mental unter anderem. Und da hatte ich einfach, weil es unangenehm wird, weil du auch ehrlich zu dir selber sein musst und dann musst du sagen, okay, diese Schwächen habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich wieder gut und da wirklich in die aus der Komfortzone raus, in diese Arbeit zu gehen, das konnte ich nicht wirklich. Das heißt, ich habe mich dann da ein bisschen ins Fitness geflüchtet, weil ich wusste, da bin ich eh schon gut und da habe ich extrem viel rein investiert, weil es auch eine Art von Schmerz ist, an die physische Grenze zu gehen, aber für mich war es angenehmer. Ja, Und du machst auch immer Dinge gerne, in denen du gut bist. klar. Und in Fitness war ich schon gut und deswegen hat es auch Spaß gemacht. Und mental war ich, sagen wir noch, am wenigsten weit entwickelt. Vielleicht auch immer noch, kann auch gut möglich, weil Tennis oder mental ist ein riesiges Thema im Tennis. Und da fühlte ich mich nie wirklich wohl und deswegen habe ich es auch zu extrem vermieden, da wirklich oder aus der Komfortzone rauszugehen. Und es gibt auch sonst viele auf der Tour. Sagen wir nicht mal jetzt in die Top 100, weil da muss natürlich extrem bereit sein, in den Grand Slams die 5 Sätze zu spielen. Aber halt jetzt auch sonst bei den Junioren oder auch jetzt auf unserem Level, auf dem Future, da siehst du immer wieder Leute und du denkst, boah, das ist eine absolute Maschine. Krank, wie der aufschlägt, wie der läuft, der rennt mich in den Boden rein. Und dann schaust du Matches zu und der läuft 1-6, 1-6 raus und denkst, okay, ja, klar, weil die Physis bringt ihm nichts, weil er kann es gar nicht einsetzen, weil er mental halt einfach seine Probleme hat oder weil er da halt zu negativ ist. Es gibt so viele Optionen. Ja. Und das ist auch mir immer wieder passiert, um wirklich da hinzugehen, wo es am unangenehmsten ist. Das habe ich lange damals vermieden. Was ich extrem sick finde, ist, dass man das überhaupt sagt, erstmal eingesteht. Es gibt viele Leute, die gestehen sich nicht ein. Sehr, sehr viele Leute. Gestehen Sie es ein, aber wichtig ist, dass man sich alles eingesteht. Nicht nur die Halbwahrheiten. Man muss wirklich komplett ehrlich mit sich sein und sagen, wenn du ein Thema nimmst und da gibt es, sagen wir, 4 Unterthemen bei dem Ding und dann sagst du, ja, in 2 bin ich gut, aber in einem bin ich so laut und in einem bin ich schlecht. Und viele möchten es schöner reden, wie es ist, als Beispiel. Ja, klar. Sondern da musst du wirklich sagen, okay, nee, von den 4 Themen bin ich in 3, bin ich in 2 nicht gut, im einen bin ich okay und im einen bin ich grottenschlecht. Da musst du auch ehrlich sein, weil sonst machst du nur die halbe Wahrheit oder die halbe Arbeit. Also vielleicht, wenn man es mit so einem praktischen Beispiel nehmen kann, du hast einen Matchball und dann sagst du, der Gegner hatte so viel Glück, weil er irgendwas, keine Ahnung, Netzrolle oder der Ball auf die Linie oder der Schiri hat den drin gegeben oder ausgegeben von mir. Das war so glücklich, aber eigentlich hat man sich auf gut Deutsch in die Hosen geschissen, das Match zu vollenden. Das jetzt als Beispiel und dann geht man halt raus und erzählt seinem Trainer oder Leuten, die vielleicht nicht gesehen haben, weil auf dem Future kannst du einfach Livestreams so gut wie nie schauen und erzählst dem dann das und der kann halt nur mit dem arbeiten, was er halt von dir bekommt. Der kann halt nur mit dem arbeiten, dass der Gegner hatte Glück und ich habe alles richtig gemacht und dabei habe ich mich eingeschissen und hast halt genau das nicht gemacht, was du eigentlich geplant hast und so weiter. Ja, gibt's einige Beispiele. Ja, aber das ist halt das Krasse. Man soll sich das erstmal eingestehen, was ich krass finde. Wie du gesagt hast, dann aber auch wirklich die komplette Wahrheit ehrlich sich zu sein, eingestehen. Genau. Und dann, dass man das äußert, weil ich kann es mir selber eingestehen. Ich weiß es jetzt, gut, aber ich will es dir nicht erzählen. Okay, dir, aber jetzt meinem Trainer nicht erzählen oder wem auch immer. Und dann auch noch dran zu arbeiten. Das ist dann nochmal so ein richtig großer Step, Riesenstep. Erstens mal, teilweise weißt du gar nicht, wie du daran arbeiten kannst. Ja. Und da musst du teilweise echt wirklich einfach Hilfe holen. Ja, ja klar. Ich meine... Ist auch tough. Im Tennis musst du so viel alleine machen. Dann musst du ab und zu einfach
dir selber helfen und jemand anderen holen. Ja. Weil sonst lädst du deinen Teller nur noch voller und noch voller. Und am Schluss hast du so viel, du weißt gar nicht, wo beginnen. Ja, oder du frisst so viel wie ich und dann isst du alles auf. Ja, kann auch sein, aber ja. Na, aber was wäre so eine Hilfe von außen? Es kommt halt immer ganz darauf an, was du für Probleme hast. Es kann ja sein, dass du irgendein Problem hast, mental, was auch immer. Wie gesagt, du hast bei jedem Breakball, bist du so nervös, als Beispiel, dass du fast Boden aufspielst, dass du den Schläger kaum noch halten kannst, übertrieben gesagt. Erste Stufe wäre, du redest einfach mal mit jemandem Neutralen darüber. Die können dir zwar vielleicht nicht helfen, aber vielleicht hilft es schon, einfach mal drüber zu reden, dass mal jemand anderes hört. Dann nächstes wäre, du redest mit wem drüber, bei dem du weißt, der war fix auch schon in der Situation. Also wenn jetzt du neu anfängst auf der Future Tour, hast deinen ersten Punkt gemacht und hast immer die Probleme, vielleicht kommst du, entweder du kennst wen, der schon Top 100 war oder Top 200 war, oder du findest irgendwie über eine andere Person, findest du Zugang zu irgendwem und versuchst irgendwie so mal kurz ein paar Infos zu kriegen. Und dann die nächste Stufe wäre halt irgendwann vielleicht dann auch mit deinem Mentalcoach oder so zu arbeiten. Aber es kommt dann immer auf den eigenen Fall, also auf den einzelnen Fall drauf an, auf die eigene Person und je nachdem, was es halt da braucht. Aber da gibt es verschiedene Wege, wie man sich da helfen kann. Ja. Krass. Bei mir ist zum Beispiel so, ich hatte damals, früher, also bevor ich Tennis so ein bisschen professionell gemacht habe, gab es jemanden, der für die Familie so ein bisschen psychologisch da war, weil es gab andere Probleme, die jetzt vielleicht größer sind als das, wenn ich jetzt hier anfange, dann sind wir noch 2 Stunden dran. Da war mein erster Kontakt mit dem, dann gar kein Kontakt mehr mit Psychologen oder Mentaltrainer und so weiter, weil Mentaltrainer, ganz ehrlich gesagt, das ist ja ein Psychologe. Oder? Jein. Nee, muss nicht sein. Ja, aber ja. Ich weiß, was du meinst. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Abstufungen und so weiter, Ja, je nachdem halt, was du brauchst. Aber ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann lange Zeit nichts damit am Hut hatte. Und natürlich, es war dann irgendwann mal so, wenn jemand gesagt hat, er ist beim Psychologen, der hat einen Schuss, der hat einen kompletten Schaden oben. Da stimmt ja gar nichts bei dem im Hirn. Und dann erst mit der Zeit habe ich gemerkt, es stimmt überhaupt gar nicht. Müsst aufpassen, das ist ein extrem limitierender Gedanke. Ja. Man muss nicht zum Psychologen oder zum Mentalcoach gehen, wenn du Probleme hast. Also wenn du nicht Probleme, aber du hast ja an und für sich hast du ja ein Problem, das du lösen willst. Ja. Aber du musst nicht irgendwie wirklich einen Schaden haben, um da Hilfe zu holen, sondern du möchtest einfach in einem bestimmten Punkt, möchtest du besser werden für dein Leben. Ja. Und viele haben das Gefühl, okay, wow, oder auch, keine Ahnung, vielleicht blödes Beispiel, aber Paartherapie. Ja. Du kannst auch zur Paartherapie gehen, wenn du super glücklich bist, weil du möchtest, dass es genau so bleibt. Ja. So ein bisschen Prävention, gell? Prävention, oder du möchtest, vielleicht geht es ja noch eine Stufe besser. Ja, klar, wer weiß. Deswegen, es muss nicht nur, muss nichts, keine Ahnung. Ja, war vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber nur weil du dahin gehst, heißt nicht, dass du kaputt bist. Ja, klar. Ja, es stimmt. Und dann kam irgendwann der Fall, dass ich halt auch mit einer Psychologin gearbeitet habe oder immer noch arbeite, wo eigentlich es nicht so gerne ist, dass man das so nach außen äußert. Ich kenne auch ein paar Tennisspieler, die das auch haben, auch Profis. Also Profis, wir sind genauso eigentlich offiziell Profis, aber die, wo halt Top 100 sind und so weiter. Und da gibt es wenige, die darüber sprechen. Hat aber teilweise, glaube ich, auch einen anderen Grund, und zwar, dass sie das Gefühl haben, es hat ihnen so viel geholfen, dass sie andere Leute nicht auf die gleiche Spur bringen möchten. Okay. Unter anderem, logischerweise, weil jetzt in der Formel 1 sagt Mercedes, Ferrari auch nicht, wie sie genau einen Motor bauen. Ja, Oder keine Ahnung, weiß vielleicht auch wieder ein scheiß Beispiel, aber
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Da Ja. oben sind die Unterschiede so klein, da geht es um minimale Änderungen teilweise. Ja, klar. Ja. Deswegen ab und zu, gut, ich weiß nicht, ob es jetzt bei den Leuten stimmt, die 80 oder 90 sind, aber in Top 10, ich bin mir nicht sicher, ob da irgendwer darüber redet, was sie genau machen, weil Klar, sind sie so ein bisschen sie so. könnten ihr Vorteil zum Beispiel verspielen, weil im Endeffekt ist halt immer noch Konkurrenz. Ist halt so. Ja, klar. Ich meine, es ist ein Einzelsport. Yes. Und da geht es darum, ob ich Nummer 1 bin oder es gibt nicht zweimal die Nummer 1. Also Ja. deswegen. Oder du willst Nummer 1 werden, deswegen, wieso sollst du der Nummer 1 nochmal einen extra Tipp geben? Ja, schon klar, schon verständlich. Ja, das Mentale ist, muss ich sagen, echt ein Riesenthema, was man da aufmachen kann. Ja, was waren so deine Learnings oder so das, was du sagst, mit was du, wenn dich jemand jetzt fragt, jetzt kommt mal, keine Ahnung, ich bin 14 Jahre alt, ja, du Adi, ich habe so ein bisschen von deiner Story gehört, was könntest du mir im Mentalen so für Tipps geben, was hat dir so weitergeholfen, was... Also, was ich immer noch extrem am Arbeiten bin, ist, ob es jetzt die Situation zu Hause ist oder allgemein das Leben außerhalb vom Tennis, beeinflusst das Tennis extrem. Ja. Und je aufgeräumter oder je entspannter oder je Stress, du hast immer Stress im Leben, aber halt je entspannter insgesamt oder je geregelter dein Leben ist oder je weniger Probleme du hast im Leben, desto weniger Probleme hast du auch im Tennis, weil es überträgt sich dann logischerweise. Ja. Nummer 1. Nummer 2 ist, es ist wichtig, was ich halt falsch gemacht habe, als junger Tennisspieler, ich hatte nur Tennis. Logischerweise dann Schule fiel relativ früh weg und dann dies und dies. Und dann identifizierst du dich eigentlich nur mit dem Tennis. Was machst du, wenn du verletzt bist? Hast du deine Identität verloren? Was machst du, wenn du verlierst die ganze Zeit? Hast du auf einmal das Gefühl, du bist ein schlechter Mensch. Aber du bist nicht nur ein Tennisspieler, sondern du bist ein Mensch. Und jetzt, wenn jetzt sagen wir als Beispiel, wenn du 2 Monate lang dir ein Ziel setzt, mit in den 7 Turnieren und das nicht erreichst, musst du dich nicht bestrafen, weil der Tennisspieler seine Ziele nicht erreicht hat, sondern okay, da hat der Mensch, oder sagen wir mal, die Person Adi jetzt bei mir, hat da immer noch Bedürfnisse. Sie möchte immer noch Spaß haben, sie möchte sich mit Freunden treffen, sie möchte ab und zu vielleicht auch mal Geld ausgeben für einen Städtetrip als Beispiel. Und wenn du da wirklich nur teilweise, oder was ich dann auch teilweise früher gemacht habe, wenn du dich nur als Tennisspieler siehst, dann denkst du auf einmal, okay, aber ich habe jetzt nicht gut gespielt, ich habe mir das nicht verdient, als Beispiel. Ich muss jetzt da noch mehr trainieren, dass ich das wieder gut mache. Und das kann auch nicht sein, weil du brauchst eine gewisse Lockerheit, davon wegzukommen. Krass. Genau gleich, wenn du arbeitest in einer Bank und du irgendwann arbeitest du 18 Stunden am Tag, 16 Stunden am Tag. Viele Leute kriegen einen Burnout. Klar, ein paar Leute kriegen es sehr lange her oder kriegen es lange durch und dann kommen sie auch ganz weit hoch. Aber fast alle zahlen irgendeinen Preis dafür. Und hier logischerweise musst du auch viel investieren. Aber was ich viel gesehen habe, haben teilweise Leute zu viel investiert und dann auf einmal war das Feuer weg. Auf einmal wollten sie nichts mehr machen, weil sie auf einmal weil sie sonst nichts mehr hatten. Sie haben zu viel aufgegeben, um dahin zu kommen und haben dann im Endeffekt dann der Wille oder die Motivation verloren. Und das ist wichtig, da wirklich eine Balance zu finden. Ich bin Tennisspieler, ich bin da sehr professionell, ich mache das und das und das, aber ab und zu, wenn ich nach Hause komme, dann, und ich ab und zu halt, je nachdem, ist es unterschiedlich, dann lasse ich das Tennis mal komplett vor der Haustür. Dann, okay, jetzt brauche ich halt, weiß ich nicht, muss ich halt mal mit meinen Freunden auf FIFA zocken. Einfach mal, um mal meine Gedanken wegzukriegen. Oder ich gehe mal einen Berg hochlaufen oder mit Freunden. Oder es gibt so viele Dinge, die du machen kannst. Einfach wichtig, dass du da nicht nur Tennisspieler bist, sondern du bist immer noch ein Mensch.
Ja. Krass, ja. Ja, kann ich dir nur 100% zustimmen. Ich meine, ich glaube, jeder Tennisspieler, der das hört, weiß, glaube ich, bestimmt, von was du redest. Oder denke ich mal, weil bei mir auch der Fall so ist. Ja, es ist halt immer dieses, ich bin Tennisspieler, aber ich bin halt auch noch ein Mensch. Ich bin nicht, ja, ich werde nicht nur über das Tennis definiert. Natürlich zu einem gewissen Grad werde ich über Tennis definiert, aber ich bin auch, ja, auch ein Mensch, der genauso Freunde hat, vielleicht mal feiern geht, vielleicht mal nur abends gemeinsam essen geht, auch eine Freundin hat, die auch ihre Bedürfnisse hat, weil ist ja klar, wenn du zu der hingehst und dann nur von Tennis redest, dann sagt sie auch irgendwann, du Kollege und ich, ist ja selbstverständlich. Deswegen. Das und auch nur weil jetzt du 3-mal verloren hast am Stück, ist dein Wert als Mensch jetzt nicht geringer. Ja. Dein Wert oder halt so wie du bist oder was du bist oder wie du dich fühlst. Klar fühlt man sich nicht gut, wenn man verliert, aber du bist trotzdem jetzt kein schlechterer Mensch. Ja, ja klar. Ja, ich weiß genau, Das was du meinst. vergessen oder auch als Erfahrung, jetzt ich logischerweise, aber auch sonst habe ich viele Freunde gesehen, die da damit gekämpft haben oder immer noch kämpfen. Ja, wie gesagt, das Mentale ist ein sehr großes Ding. Yes. Da gibt es sehr viele Sachen, die man da so reinnehmen kann oder besprechen kann. Vor allem mit jemandem wie dich, der da ja ein bisschen Erfahrung schon in seinem Leben hat, negative und positive. Wenn man so sagen kann, was hast du aus dem Tennis gelernt? Aus den 10 Jahren, 12 Jahren, 14 Jahren professionell Tennis, was hast du da mitgenommen für dein Leben außerhalb vom Tennisplatz? Weil irgendwann gibt es ein Leben außerhalb vom Tennis. Gut, ich habe ja eine Dinge habe ich schon gesagt. Das, wie gesagt, das mit dem, dich nicht nur über deinen Beruf oder das Tennis zu definieren, Ja. sondern bist ein Mensch mit vielen Dingen, die du machen kannst, oder halt mit vielen Dingen, bist jetzt nicht nur Arbeiter, Tennisspieler, dann halt auch, was es braucht, um gut zu werden. Oder um da wirklich irgendwo eine Spitze zu erreichen. Ja. Weil ist ja nicht nur im Tennis so, sondern sonst auch im normalen Beruf. Da musst du auch investieren oder Dinge tun, die andere Leute vielleicht nicht tun oder weniger gern tun, um da einen Step höher zu kommen. Ja. Solche Dinge und halt einfach sonst wie viel Fleiß es braucht und auch im Tennis jetzt, was gut ist, es geht immer weiter. Im Endeffekt, Rückschläge gehören dazu, im Leben auch. Im Tennis gibt es genau in der Woche gibt's einen Sieger im Einzel, sonst verliert jeder einzelne Spieler verliert in der Woche einmal. Im Doppel gibt es logischerweise 2 Sieger und sonst verlieren auch genau alle einmal. Und es ist im Leben genau gleich. Ja. Klar gibt es dann, wenn du im Finale verlierst, bist du happier, wie wenn du in der ersten Runde verlierst. Aber Rückschläge gehören zum Leben. Ja. Und du kriegst immer wieder eine Chance. Und wichtig halt auch, wie im Tennis auch, immer Ziele zu haben. Ja, definitiv. Nicht einfach an die Turnierreihe zu gehen oder jetzt sagen wir mal, ist Oktober oder September und du gehst dann einfach, okay, jetzt spiele ich bis Dezember spiele ich ein paar Turniere und schau, was rauskommt. Kommt drauf an, was du möchtest. Wenn du, so wie ich jetzt am Anfang wieder noch mal rausfinden wollte, ob ich noch Lust habe zum Spielen, ist vielleicht das angebrachter, aber selbst ich hatte immer noch Ziele jetzt mit Punkten. Aber wirklich einfach Ziele, habe Ziele, auch teilweise große Ziele. Aber muss dann auch okay sein, wenn du es nicht erreichst, aber du bist einen Schritt weiter. Ja. Und du Du brauchst kleine Ziele, die du erreichen kannst, weil sonst, wenn du immer nur große hast und die nie erreichst, dann ist es auch extrem frustrierend. Sondern du brauchst beides, kleine und große. Weil sonst, wenn du nur kleine hast, dann erreichst du die und dann denkst du, okay, wie mache ich weiter? Ja. In diesem Leben auch ähnlich. Und im Leben muss auch wichtig, man muss in die Zukunft schauen, man muss auch in die Vergangenheit schauen, um zu leben. Aber im Endeffekt ist hier und jetzt, was du jetzt hier lebst, ist immer noch eigentlich das Wichtigste. Ja.
Ja, das Bringt nichts, wenn du jetzt so extrem in die Zukunft schaust. Also klar, kommt auf die Situation drauf an und dann vergisst, jetzt zu leben. hast absolut recht. Ich meine, Ist im Tennis auch. Nachher überlegst du, okay, wie kriege ich das finanziert? Ja. Im Oktober oder mir geht langsam das Geld aus und dabei ist August und du hast morgen ein Match. ja, klar. Ja, ja, ich glaube, das war ein ganz gutes Schlusswort oder Statement zum Schluss. Ja, schauen wir mal. Erstmal danke, dass du es geschafft hast, Gerne, die ganze Zeit Hochdeutsch zu reden. Ey, war tough. Man ich hat auch weiß. gemerkt, ab und zu bin ich ein bisschen am Stolpern, also bitte um Verzeihung, aber Ja, weil sonst würde ich dich nicht verstehen und jeder andere, der normal Deutsch redet und nicht wie ihr redet, Ja. der würde dich nicht verstehen. Ja, ist taffe Sprache. Ja, also erstmal danke. Oder Dialekt. Danke auch, dass du da warst. Dass Danke dir, bisschen hat Spaß gemacht. ein bisschen Einblick gezeigt hast und ich würde mich sehr freuen, wenn es vielleicht irgendwann mal zu einem weiteren Gespräch kommt, Cool. weil ich glaube, wir haben vieles geredet, aber wir haben noch nicht alles ausgeschöpft. Ja, wir haben an der Oberfläche gekratzt. Ja, danke. Nee, danke dir, hat Spaß gemacht.